Jetzt kommt der Mann, der war lange weg. 10 Jahre. Und er ist einer der ganz wenigen europäischen Künstler, die es auf Platz 1 der US-Hitparade geschafft haben. Ich sage nur Amadeus. Ich sage nur, dreh dich nicht um, der Kommissar geht um oder Genie. Jetzt ist er wieder da und er feiert sein Comeback hier bei uns. Herzlich willkommen, Falco! Auch immer gut ins Zwirnhaare, ha? Ja, ich muss sagen, also man lässt mich da nicht hängen, aber schick. Und Vassi, du hast ein tolles Eau de Cologne aufgelegt. Ist das wahr? Ja, es Wirklich? riecht gut, aber nicht aufdringlich. Ja. Sie haben mich an sich gefragt, möchtest du kommen aus der Karibik, um wieder mal Promotion zu machen in Deutschland? Sage ich, nee. Ja. Aber da gibt es eine ganz tolle neue Sendung, das Harald Schmidt ist das, sage ich, schickt mal eine Kassette. Und das war zufällig der Weltfrauentag und da sagtest du doch wirklich ungestraft im deutschen Fernsehen, geile Weiber, scharfe Schnitzel, sage ich, okay, ich komme. Hey. Kann man machen. Kann man machen. Ja, kann man machen. Ich habe mich gewundert, weil ein Mann, der solche Erfolge hatte, der auf Platz 1 in Amerika war, was treibt den nach 10 Jahren nochmal von den Pools dieser Welt, von den Models dieses Planeten in die schnöde Welt der Werktätigen? Du meinst also, ich hatte so ein Loch von 10 Jahren irgendwie, ne? Nicht? Aber ich meine, ich habe mir immer gedacht, Falco hat es nicht mehr nötig zu arbeiten. Ich dachte, du hättest gedacht, ich hätte ein Loch von 10 Jahren. Und da dachte ich dann wieder, ja, eigentlich müsstest du ja wissen, dass die Löcher das Wichtigste im Leben sind, nicht? Und desto größer die Löcher, desto wichtiger sind sie auch. Ja? Das gefällt mir, das ist immer so. Glaubst du nicht, dass es, wenn wir uns so High Five geben, dass es zu machohaft rüberkommt? Glaube ich nicht, uns Zweien passiert das sicher nicht. Ne? Nein. Uns Zweien sicher. Glaubst du, dass die Frauen speziell irgendwie als arrogant oder machohaft empfinden? Glaube ich nicht mehr. Man wird mir ja auch heute nicht böse sein, dass ich es besser weiß als vor 10 Jahren. Ne? Ja, du hast dich... Na, lass mich auf deine Frage zurückkommen. Schau mal, es sind 2 Gründe, warum ich wieder antrete. Unsere Kollegin an der Kamera. Der erste Grund sie hat hier schon viele Männer reinkommen sehen, Falco. Ja. Kann ich mir vorstellen. Der erste Grund ist der, dass ich mal sehen möchte, wie weit ich gehen kann und damit durchkomme. Ne? Mit dem, was du jetzt neu machst? Ja, klar. Ja. Und der zweite ist der, ich meine, kannst du mir einen anderen vernünftigen Grund als den sagen, dass man die Kohle braucht, um zu arbeiten? Ne? Ich meine, eigentlich nicht. Aber das überrascht mich. Mit diesen Welthits brauchst du denn noch Kohle? Naja, also da hat es ein Gerücht gegeben, dass ich pleite bin. Hast du das schon gehört? Richtig, habe ich gehört, ja. Auch gestreut. Es ist aber ja... Nein, ich hab's nur gehört. Ja, warte. Fuck you, man. Bye, bye. Es ist ja, wie du weißt, an allen Gerüchten irgendwas Wahres dran. Ne? Ja. Es ist aber nicht so sehr, es sind nicht so sehr die Weibergeschichten, die mich also in die Pleite getrieben haben, die es nicht gibt. Auch nicht so sehr die kaputten Autos und die dazugehörenden Führerscheine und so. Auch nicht die Kokserei, die so ins Geld läuft. Nein, ich leiste mir seit 15 Jahren einen immensen Luxus. Ich verdiene 90% meines Geldes im Ausland und trage es heim nach Österreich zum Versteuern. Und das ist ganz schön blöd irgendwie, findest du, ne? Also was sagst du dazu? Ich selber muss sagen, okay, ich zahle hier den Spitzensteuersatz und der ist 60%, alles inklusive in Deutschland. Wie viel ist in Österreich? Ja, auch sowas. Und das würde für dich nicht in Frage kommen, wie es viele andere machen, nach Ibiza oder sonst wohin zu ziehen? Aus steuerlichen Gründen? Du, da ist im Winter auch kalt, weißt du? Also ich bin jetzt in der Dominikanischen Republik, da hat es ungefähr so 30 Grad jetzt. Ja. Und da ist es angenehm mit dem Klima? Wunderbar. Schneit es da auch? Nein, es schneit anders. Ja. Ich sagte, die dumme... Ja. Die karibische Grippe ist nicht so ohne, also da musst du schon aufpassen. Das hört man häufig. Stirn- und Nasenhöhlen. Du hast jetzt eine neue Platte gemacht und da heißt du nicht mehr Falco, sondern heißt das Thema? Es heißt also nicht Troubadour mit Alterserscheinungen. Aha. Es heißt auch nicht technisch-medizinischer Assistent. Ich halte sie hier richtig rein, dann kann man es Halt sauber sie sehen. richtig rein. Ja, so. Thema. Es heißt auch nicht Too Many Assholes.
Was ich ja ganz gut finde eigentlich. Irgendwie. Ja, es heißt, was es ist, Thema. Thema. Ja. Und das ist toll, du bist völlig anders, du warst früher doch sehr provokativ. Jetzt ist es eine Platte, die sich mit dem Umweltschutz, mit dem Ozon noch auseinandersetzt, denn die Platte geht zum Thema Energieverschwendung. Sie heißt Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, das heißt... Und ich würde sagen, wir zeigen mal einen kurzen Ausschnitt. Machen wir mal. Das ist das Video, meine Damen und Herren. Ein Ausschnitt. Das schwarze Gold. Falco! Beziehungsweise Schildmar. Der Mann mit dem Koks ist da. Es geht also um den internationalen Bergbau. Meinst du? Könnte man meinen, zumindest im ersten Teil des Videos. Also es wurde am Anfang immer gesagt, es ist so zweideutig ist das gemeint. Ich habe das nie zweideutig gemeint, ich habe das immer eindeutig gemeint. Es geht nicht um den Bergbau. Es geht nicht um den Bergbau. Ja. Worum könnte es dann gehen? Schreiben Sie uns bitte, meine Damen und Herren. Ja. Was mich sehr freut, du schießt da auf Gartenzwerge. Ja? Erstens einmal könnte ich sie pausenlos in die Fresse hauen, die Gartenzwerge. Du hast Gartenzwerge? Du nicht, ich hasse Gartenzwerge, du nicht? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen schizophren, ich hasse Zwerge, aber ich verehre Menschen, die sie aufstellen. Ja, die haben wir ja nicht getroffen. Die haben wir ja, nicht an und für sich wollte ich ja für diese Geschichte Skinheads, aber da haben sich so wenig freiwillig gemeldet. Und die zwei, die sich gemeldet haben, die haben es mir eingesperrt, einen Tag bevor vom Dreh. Also musstest du notgedrungen auf die Zwerge zurückgreifen? Musste ich, habe ich aber gern gemacht. Wo lebst du jetzt überwiegend? Bist du überwiegend auf Tournee? Bist du in Wien? Du, ich bin überwiegend eigentlich seit 10 Jahren dort, wo es mir gefällt. Und das heißt, im Winter vermeide ich Schneestürme. Und ich glaube, diesen Winter habe ich hier nicht viel versäumt. Freue mich trotzdem sehr, hier zu sein. Und jetzt die Schneestürme halt hier zu genießen. Ja, ich beneide dich um eins. Du hast den verehrten David Letterman mal kennengelernt in Amerika. Wo war das, in Los Angeles? Das ist nicht ein Reizwort für dich hier? Nein, überhaupt nicht. Ich verehre ihn sehr und habe ihn leider noch nicht selber kennengelernt. Na, ich muss dir sagen, so wie es also jetzt aussieht, ist meine Bekanntschaft mit dir eine wesentlich erfreulichere bisher, als die mit David Letterman war. Die war nämlich so... Wir sitzen also im Spargos, wo sonst auch, nicht, in Los Angeles, eine ganze Gruppe von Leuten von der Plattenfirma. Und ich natürlich, ganz wichtig, kannst du dir vorstellen, Falco in den 80ern, Wahnsinn und langsam und essen dort und es kommt ein Herr auf mich zu, du weißt ja, wie die so sind, den ich nicht kannte. Ja. Der Tisch erstarrt, das sehe ich natürlich nicht. So, Falco, hey, how are you doing? Sag ich, entschuldige, siehst du, dass wir hier essen? Würdest du bitte mit irgendjemandem von meinen Leuten reden? Das war mein Auftritt in der David Letterman Show. Sehr kurz. Er wollte dich begrüßen und du hast ihn nicht erkannt, so abgeklärt. Na was? Muss ich jeden kennen? Ja. Muss ich jeden kennen? Falco, ja. Toi, toi, toi. Gracias. Viel Erfolg für die Platte. Gracias. Und ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt aus diesem Titel, wenn der erstmal rauf und runter läuft. Na ja, jetzt haben wir 24. Ich hoffe, dass wir nächste Woche Top 10 gehen. Ja. Werden wir sehen. Wir werden es verfolgen. 86 war Genie, 96 Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Das heißt, wir sehen uns wieder 2006. Auf Wiederschauen. Falco, alles Tschüss. Gute. Danke dir. Ja. Servus. Tschüss.